In diesem Video zeigen wir, wie Sie herkömmliche Lichttaster in Philips Hue integrieren können. Wir benutzen hierfür ein kleines Zigbee-Einbaumodul, das hinter einen Taster in die Unterputzdose passt. Über die Tasten ist unsere LED-Beleuchtung dann schaltbar, dimmbar und es lassen sich auch Lichtszenen aufrufen. Das Modul arbeitet ohne Batterie und wird direkt über 230 Volt versorgt. Für das Steuern über Philips Hue werden 4 Tasten benötigt, die sich in der Hue-App individuell konfigurieren lassen. Das Einbaumodul hat dafür 4 Anschlüsse K1 bis K4 und einen COM-Port, die mit dem Taster verbunden werden. Es wird dafür also ein Vierfachtaster wie zum Beispiel der Gira 014700 genutzt. Alternativ können auch 2 Doppeltaster verwendet werden. Verbinden Sie alle Anschlüsse des Einbaumoduls mit dem Taster. Achten Sie darauf, dass der Anschluss K1 mit dem Taster oben rechts verbunden ist. K2 bis K4 folgen wie hier gezeigt. Verbinden Sie nun den COM-Port. Zum Schluss wird die 230 Volt Stromversorgung angeschlossen. Achtung! Hier existiert Lebensgefahr. Lassen Sie 230 Volt Anschlüsse nur von einer Elektrofachkraft durchführen. Ist alles verkabelt, können wir den Taster in Philips Hue anlernen und konfigurieren. Im Beispielaufbau verwenden wir ein RGBW-LED-Band, das an einem LK115U Zigbee-Controller angeschlossen ist. Das LED-Band ist über den LED-Controller bereits in Hue integriert und soll nun neben der App auch über den neuen Taster gesteuert werden. Um den Taster anzulernen, begeben wir uns in der Hue-App zu den Einstellungen und dann zu Einrichtung des Zubehörs. Hier wählen wir Friends of Hue-Schalter. Bei der folgenden Auswahl der Hersteller können Sie irgendein Tastermodell wählen. Sie funktionieren alle gleich. Folgen Sie nun den Anweisungen der App. Rechte untere Taste 10 Sekunden gedrückt halten. Dann obere rechte und untere linke Taste zugleich drücken. Sobald der Taster angelernt ist, können wir den 4 Tastfeldern Funktionen zuweisen. Dabei wird auch zwischen langem und kurzem Drücken unterschieden. Der linke Doppeltaster kann so für Ein-, Aus- und das Auf- und Abdimmen genutzt werden. Den rechten Tasten können wir Lichtszenen und Farben zuweisen. Hue bietet hier bereits einige Vorschläge, aber es können natürlich auch eigene Szenen erstellt werden. Bei Bedarf kann auch hier zwischen langem und kurzem Drücken unterschieden werden, so dass mit 2 Tasten bis zu 4 verschiedene Szenen aufgerufen werden können. Testen Sie die einzelnen Funktionen. Die rechten Tasten wechseln die Lichtstimmungen. Hier warm und kalt-weiß. Unten links ausschalten. Oben links einschalten. Langes Drücken verändert die Helligkeit. Oben links dimmt hoch und unten links dimmt herunter. So wie wir es zuvor in der App festgelegt haben. Die Zuweisungen können jederzeit verändert werden. Natürlich ist parallel zum Taster auch weiterhin die direkte Steuerung per App möglich.
Der Zigbee-Controller merkt sich die Einstellungen, wenn er vom Strom genommen und wieder angeschlossen wird. Sie können bei Bedarf also auch weiter zusätzlich Standardlichtschalter verwenden.